das ist eine absolute Wahnsinnsneuheit, ja. Das erste E-Bike, bei dem der Motor überhaupt nicht zu sehen ist, ja. Die Integration des Motors, des Akkus, also alles ist hier integriert, ja. Und ich habe euch gesagt, es wird eine Revolution, es ist eine Revolution. Das ist das puristischste E-Bike, was es gibt. Hallo Nico. Hallo Sven. Zum Glück hast du mich immer noch mit dabei, ne? Klär's auf. Also ist kein E-Bike. Der Sven war hier, glaube ich, ist so E-Bike geimpft, dass ich jetzt mal gesagt habe, wir müssen auch mal noch mal was machen ohne Motor. Also nochmal, das hat keinen Motor. Hat keinen Motor, Sven. Also Reaction, jetzt sage ich selber schon Hybrid, das ist ein Reaction Pro. Eins, sage ich mal, mit der bekanntesten Räder auch aus dem klassischen Segment, sprich also ohne Motor. Mir war es jetzt wichtig, einfach nochmal auch Räder zu zeigen, die nicht jetzt dem ganzen E-Bike-Boom hin und her folgen, sondern wir verkaufen durchaus auch noch einige Räder ohne Motor, wo die Kunden noch mit eigener Muskelkraft das Ganze vorwärts bewegen wollen. Genau, also nochmal kurz zum Mitschreiben. Die Funktionalität dieses Fahrrades ist so, dass du mit eigener Muskelkraft ohne Motorunterstützung in diese, ich nenne sie mal Pedale trittst und auch im bergigen Gelände dieses Fahrrad bewegst ohne Hilfe. Ohne Hilfe, genau. So wie wir das Fahrradfahren schon von Urzeiten her kennen. Ich kenne es so eigentlich gar nicht mehr, aber wenn du sagst... nee, als Kind hast du es noch gekannt. Als Kind habe ich es noch gekannt. Also genau. Das, was mir auffällt, ist ein sehr urbanes Hardtail. Das heißt, also es hat eine Federung nur vorne. Genau. Es ist gar nicht teuer, muss man sagen. Also für das, was verbaut ist, 1199 €. Der Rahmen ist aus Alu. Genau, wir haben einen Aluminiumrahmen. Die Reaction-Serie ist im Prinzip mit dem Pro der Einstieg in die etwas sportivere Serie. Der Preispunkt 500 bis 1000 € will ich es jetzt mal nennen, ist so der Preisbereich für das klassische Rad, beispielsweise AIM oder Acid oder Attention. Die Namen sind da bekannt. Das Reaction Pro bietet, wie gesagt, schon den Einstieg in diesen sportiven Bereich. Als Aluminiumrahmen. Es gibt auch Reaction-Varianten mit Carbon, auch das gibt es. Nur haben wir bei diesem Modell jetzt gerade für diesen Preispunkt mit 1199 € ein Rad, was extrem gut ausgestattet ist. Also Punkt 1 war ganz klar Aluminiumrahmen. Wir haben vorne eine vernünftige RockShox-Gabel mit drin. Und wir haben jetzt in dem Fall auch die aktuelle Shimano XT 12-Gang-Gruppe. Ja, auch bei dem Rad keinen Umwerfer mehr. Wir haben ja durchaus bei den unmotorisierten Rädern öftermals noch einen Umwerfer, ob jetzt zweifach oder dreifach, heißt mit 2 oder 3 Kettenblättern vorne. Hier geht auch ganz klar der Weg immer mehr dazu hin, desto hochwertiger wir gehen, rein auf das Schaltwerk hinten zu gehen und vorne nur noch ein Kettenblatt zu haben. Die Bandbreite ist durchaus genauso gut wie bei einer klassischen 27-30-Gang-Schaltung. Das bringt ja den Effekt mit 3 Kettenblättern vorne. Und die Spreizung ist halt hier einfach wichtig, um zum einen die steilen Anstiege mit eigener Muskelkraft hochzukommen, aber natürlich halt auch, um die Geschwindigkeit auf der Ebene zu haben. Was sich im Vergleich zum klassischen Dreifach-Kettenblatt vorne schon geändert hat, ist, dass wir nicht mehr das große Kettenblatt haben. Das heißt, das Mountainbike wird schon ein bisschen spezifischer in seinem Einsatzbereich. Wenn ich also mit 40, 50 Sachen am Wasser entlang fahren will, dann wird das mit einem Mountainbike heute einfach sehr, sehr schwierig, weil es die Übersetzung einfach nicht hergibt. Wie eigentlich State of the Art laufen diese Räder komplett auf 29 Zoll. Das hat sich einfach ganz klar durchgesetzt, auch in dem hochwertigen Segment. Wir haben wirklich nur noch vereinzelt bei manchen Herstellern kleine Rahmengrößen, wo wir auf die Laufradgröße 27,5 Zoll gehen. Des Weiteren, um nochmal auf die Federgabel zurückzukommen, wir haben hier eine Judy-Gabel drin, die Silver, mit einem Lockout vom Lenker aus. Das sieht man hier. Ich kann also über den Hebel. Ich komme auf die andere Seite, dann sieht man es ein bisschen besser. Da ist es. Genau, über den Hebel kann ich die Gabel komplett blockieren oder dementsprechend hier drüber wieder öffnen. Verschließen und öffnen. Das heißt, die Gabel ist dann komplett starr. Luftgabel mit drin, also auch das ist in dem Preissegment ganz klar mit Standard. Der Vorteil der Luftgabel ist einfach, sie ist im Aufbau leichter
und ich kann das Ganze deutlich besser auf das Körpergewicht abstimmen, also wirklich auf das Kilo genau, was bei einer Stahlfeder ja im Prinzip den Nachteil hat, dass ich immer nur eine gewisse Bandbreite und dann über die Federvorspannung verändere. XT-Bremsanlage, genauso wie die Schaltung, auch hier konsequent die XT-Gruppe mit verbaut. Vorne mit 180er Bremsscheibe, hinten mit 160er. Also auch mehr als ausreichend für diesen Einsatzzweck, wo ich dieses Fahrrad nutze. Warte mal kurz, ich zeige mal gerade die Bremsgruppe. Jetzt ist ja hier das Thema Gewicht ohne Motor ja ein ganz großes Thema. Ist das ein Mountainbike, kann man das sagen? Ja, also wir sprechen ganz klar von einem Mountainbike, darum ja auch 29 Zoll, da geht es wirklich immer mehr dazu hin. Wir haben wirklich nur die Thematik bei 27,5, wenn wir von Personen durchaus unter 1,60 sprechen. Aber auch da gibt es durchaus Hersteller, die sehr, sehr kleine 29 Zoll Räder bauen. Ich bin ganz begeistert, wie sehr ich verlernt habe, normale Fahrräder zu sehen, ohne Motor. Ich glaube, ich moderiere jetzt seit 4 Jahren oder 5 Jahren Fahrräder mit Motor. Das ist, wie viele Leute kommen denn rein und sagen, ich hätte gerne ein Fahrrad ohne Motor? Wir haben im aktuellen Fall oder auch jetzt im vergangenen Jahr, es war nicht nur ein E-Bike-Boom, es war allgemein ein Fahrradboom. Und deswegen ist es für mich auch wichtig, auch immer noch das Signal dazu zu geben, dass wir auch sowas noch führen. Es gibt viele Händlerkollegen, die sagen, okay, jetzt ist E-Bike so stark und der Preispunkt ist deutlich höher. Meinen Preispunkt von 1200 € gibt es beim E-Bike eigentlich gar nicht, zumindest mal im Fachhandel nicht. Und wir haben solche Produkte aber immer noch im Portfolio, heißt wir starten knapp unter 500 €. Es sind ja immer noch Kinder und Jugendliche, die quasi vom Kinderrad auf das Erwachsenenrad gehen in der kleinen Rahmengröße oder in der passenden Rahmengröße. Und es gibt aber genauso viele Leute halt auch noch, die wirklich sportiv, ob es jetzt gerade im Verein oder ähnliches, unterwegs sind. Und wir zeigen im aktuellen Fall das Ganze nicht nur in dem frontgefederten Bereich, dass wir sagen, wir machen nur Hardtails bis 1500 €. Wir haben durchaus auch solche Räder in Preissegmenten für 3.000 oder 4.000 €. Weiter geht es so gesehen auch mit den vollgefederten Varianten. Da spiegelt sich das genauso wider. Also wir haben immer noch Fahrräder im Portfolio, die ohne Motor funktionieren. Ja, wir haben uns ja ziemlich drüber lustig gemacht, aber der Markt hat sich ja schlagartig auch gewandelt. Die Bereifung hier, das ist ein ganz spezieller Reifen, habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Wir haben hier die Kombination aus Racing Ray vorne und Racing Ralph hinten. Komplett neues Profil. Schwalbe arbeitet natürlich ja auch immer in ihrem Portfolio, um es zu verbessern. Wie schon gesagt gehabt, das Reaction stammt aus einer Serie, die sehr sportiv und raceorientiert ist. Es ist zwar so gesehen das Einstiegsmodell, aber ich habe hier einfach nicht mehr so das normale Mountainbike, sondern einfach schon gewisse Renngene drin. Ein bisschen sportlichere Sitzposition und dann natürlich halt auch eine Bereifung, die konsequent, sprich ein Vorderradreifen, hat ja andere Aufgaben wie ein Hinterradreifen. Und da ist Schwalbe natürlich auch ein sehr guter Anbieter, was das Ganze angeht. Besonderheit hier noch so ein bisschen natürlich die braune Flanke. Wir haben ja eh schon eine mutige Farbe. Man muss dazu sagen, es gibt dieses Rad auch in einem dezenten Schwarz mit schwarzer Bereifung. Aber es gibt halt auch immer wieder bei Cube eine sehr mutige Farbe und ich finde die, sage ich mal, in diesem Jahr auch wirklich mit herausragend, weil sowas hat man früher viel gehabt, aber ist jetzt in der letzten Zeit deutlich weniger geworden, weil viele Hersteller auch sagen, ja, wir machen da auch weniger, aber Cube weiterhin die Kollektionen so belässt, wie sie sind. Also sie sind nicht kleiner geworden. Ich finde das auch sehr mutig von dir, dieses Fahrrad anzubieten. Ich bin auch heute Morgen mit 8% Akku aus dem Haus gegangen, das war auch sehr mutig. Ja. Aber jetzt mal ohne Witz, die Farbe muss ja nicht jedem gefallen. Das ist ja so eine Geschichte, wo du dann mal wieder in 10 Jahren, entweder hängt es an der Wand als Sammlerstück, weil das so geil war, das dann heißt, oh ja, 2021, die waren total crazy, die haben Orange oder was weiß ich gemacht, aber das ist so, man sollte vielleicht den Sohn, wenn es für einen Sohn ist, mitnehmen, oder? Nicht, dass der Schuss in die Hose geht. Ja, es kommt immer, glaube ich, darauf an, wie mutig man in der Situation ist. Klar ist das eine Farbe, wo man sich durchaus auch schneller dran satt sieht. Das bringen Farben halt mit sich. Wenn ich natürlich ganz crazy bin, dann sage ich, das lebe ich auch mein ganzes Leben lang noch und das gefällt mir auch noch in 20 Jahren. Aber wenn du das jetzt einem Kind schenkst und er wird in der Schule verprügelt wegen der Farbe, dann... Aber deswegen finde ich den Weg auch so gut bei Cube, dass man sagt, es gibt eine dezente Farbe. In dem Fall ist das halt ein Schwarz. Aber es gibt auch mal eine mutigere Farbe, um halt auch mal zu sehen, wie die Akzeptanz ist.
mir geht es ja dann nicht anders, wenn wir die neuen Kollektionen sehen, ist ja schon die Überlegung, okay, kann man so eine Farbe verkaufen? Kommt die am Markt überhaupt an? Oder ist das jetzt so verrückt, dass man sagt, du, schwarz geht immer, wir bestellen nur schwarz. Wir haben hier aber einfach gesagt gehabt, wir wollen auch mal was anderes da haben und nicht immer nur dieses dunkle, schwarze, graue. Und bisher kam es schon wirklich sehr, sehr gut an. Ja, das Coole ist auch, wenn du demnächst keine Räder mehr hast, dann kaufen die alles, egal welche Farbe. Nee, ist ja so, du hast ganz lange Fahrräder ohne Motor auch gesucht, auch im letzten Jahr, muss man sagen. Leute kamen rein, du hattest denn keine mehr, weil irgendwie, wir wurden ja alle von dem Boom überrannt und ich glaube, viele sind ganz froh, wenn man es einfach mal zeigt. Außerdem gibt es ja jetzt Nachrüstmöglichkeiten, habe ich gesehen, immer professioneller, dass man also mit etwas Aufwand die sogar nachrüsten kann. Gibt es 1000 verschiedene Systeme, aber das ist doch bestimmt was, da freut man sich doch drüber, wenn man so als Kiddie so ein Fahrrad kriegt. Und ich muss mich nicht blamieren damit? Nö, auf gar keinen Fall. Also rein vom Preis-Leistungs-Verhältnis muss ich ganz klar sagen, hat der Wettbewerb hier durchaus auch das Nachsehen, weil in dem Preispunkt 1200 € ein Rad mit einer XT-Gruppe, mit der RockShox-Gabel, mit Lockout-Funktion, einem hochwertigen Aluminiumrahmen, das ist ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis, der hochwertigen Bereifung. Also da weiß Cube schon, was sie machen, da kommen sie halt auch mit her. Klar, E-Bike wird immer mehr und stellt sich natürlich absolut in den Fokus. Deswegen will ich halt hier auch nochmal nicht nur rein auf die E-Bike-Schiene gehen und sagen, ja, wir machen natürlich auch E-Bikes. Das macht so gesehen eigentlich jetzt jeder Radhändler, selbst der gesagt hat, das werde ich nie tun. Aber viele kommen halt auch wirklich bei uns rein und sagen, habt ihr sowas überhaupt noch? Und darum ist es jetzt für mich einfach wichtig, halt auch sowas in den Videos halt auch nochmal zu zeigen. Du gehst ja jetzt quasi auch schon in die richtige Richtung. Da wärst du jetzt bei einer vollgefederten Variante, 3.299 €. Das ist der Einstieg in die Spark RC-Serie von Scott. Also die sportive Serie. RC steht immer für das Racing. Ja, ich meinte nur, dass ja viele auf dem Bikepark, ja. Die brauchen ja vollgefederte Fahrräder oft. Ja, oder aber das ist jetzt ganz klar, also das ist race-orientiert. Wenn du jetzt oben drüber auf das Ransom gehst, zwischendrin haben wir eigentlich noch das Genius. Hier hast du ganz klar das abfahrtsorientierte Rad, Enduro, da geht auch mal ein Bikepark. Deutlich. So, da ist der Federweg höher, oder? Genau, da ist der Federweg höher. Wir haben hier also 170 mm Federweg und bei dem Modell hier haben wir 100 mm Federweg bei dem Spark. Ah ja, okay. Gut, und auf jeden Fall, du hast sehr, sehr viele da. Das ist jetzt auch ein Scott. Du hast sehr viele Scotts da, ohne Motor. Ja, so viele sind es eigentlich auch gar nicht, weil wir zum Teil halt auch bei diesen Rädern die Problematik haben, dass der Markt knapp ist. Zum einen, klar, werden mehr E-Bikes von uns Händlern bestellt und man lässt das so ein bisschen links liegen. Zum anderen ist es aber genau wie bei allen Rädern auch, es fehlt dann genau das XT-Schaltwerk. Das Rad kann darum nicht gebaut werden. Und ob das jetzt auf einem E-Bike ist oder auf einem unmotorisierten Rad, ist dann schlussendlich egal. Hier haben wir dann die Sparte einfach mal 2.000 €, auch Hardtail. Einfach sowas ist für uns wichtig, auch dort zu platzieren. Aber auch da ist die Nachfrage einfach groß, weil es auch hier Verknappungen gibt. Und wir kämpfen einfach damit, überhaupt Räder auch dort zu bekommen. Das Grüne haben wir auch schon abgedreht gehabt. Da gab es auch extrem gute Resonanzen drauf. Wir haben es jetzt, glaube ich, die Tage erst wieder reinbekommen. Das geile Gambler, guck mal. Ja, Gambler auch jetzt komplett neu, auch wieder reingekommen. Also auch hier sieht man jetzt so ein bisschen mal den Bereich, dass wir von Race orientiert bis Downhill und wir haben jetzt wirklich Räder ohne Motor hier stehen, auch da eine gewisse Bandbreite haben, die aber immer wieder von Lücken gefüllt ist. Das wird sich zum Modelljahr 2021 auch nicht ändern, weil einfach die Mengen nicht da sind. Komm, machen Abmoderation. Also, klares Signal. Du hast Fahrräder auch ohne Motor. Also du hast sie, meine ich. Nicht hassen. Reaction Pro. Und interessant ist wirklich hier dieses ganz kleine Vorderritzel. Das ist ganz neu, kann ich mich gar nicht dran gewöhnen. Ich kenne es so ein bisschen, sieht so aus wie so ein Bosch-Ritzel.
Ja, so in die Richtung gehen. Das ist natürlich so das mittlere Kettenblatt, was wir von früher einfach kennen. Und wir wollen ja eine relativ große Bandbreite einfach haben. Du siehst natürlich, die Kassetten sind deutlich größer geworden. Ja. Nach oben hinaus einen leichten Gang zu finden, ist dann gar kein Problem. Aber das einzige Manko ist halt so ein bisschen, wenn ich hinten auf dem kleinsten Ritzel halt bin, ob es jetzt dann ein 11er oder ein 10er oder wie auch immer ist, und vorne habe ich 30, 32, das ist einfach nicht dasselbe, wenn ich wie früher auf 42, 44, 46 war, weil dann kann ich schon nochmal deutlich mehr treten und schneller werden. Das Mountainbike wandelt sich halt einfach wirklich mehr zu einem spezifischeren Rad, vom Einsatzzweck her halt auch. Und dann geht es nicht mehr darum, mit 40, 50 Sachen am Wasser oder egal wo entlang zu heizen. Ich habe noch 1, 2 kleine Fragen noch zum Schluss. Nachrüstbarkeit, Sattelstütze möglich durch den Rahmen? Geht das? In dem Fall geht das nicht. Also wir müssen einen Teil von nach außen legen. Das Problem ist halt einfach immer das Tretlager, weil wir direkt schon auf dem Tretlager drauf sitzen. Die Krümmung wäre sehr extrem. Wir würden ja einen ganz extremen Winkel fahren und da wäre die Funktionalität durch den Zug einfach nicht. Aber Abhilfe könnte zum Beispiel eine elektronische Sattelstütze helfen. Gibt's jetzt? Von wem? Ja, Magura macht da unter anderem was. Per Funk dann, ne? RockShox, genau. Bietet da auch schon was an. Cool. Ja. Also das wäre dann noch eine Alternative. Wenn du gerade so lieb bist, das mal hochhebst, dass wir nochmal drunter gucken, denn ich finde das toll gelöst mit den Seilzügen. Ist auch leicht, das ist auch ein Vorteil. Ist leicht. Ich habe eben schon gesehen, es wiegt knapp etwas über 13 Kilo. Genau, wir haben 13,3 Kilo bei dem Bike. Also auch ein akzeptables Gewicht. Klar, es könnte immer noch leichter gehen, aber für das, was das Bike einfach bietet im Gesamtkonzept, ist es wirklich ein faires Produkt. So, du darfst es mal zum Abschluss mit einem Finger hochheben, dass man sieht, 13 Kilo, das haben wir nicht abgesprochen. Geht. 13 Kilo von Nico Ockenfels. Nicht, dass seine Frau dann behauptet, er hätte heute nichts gearbeitet. Ja. Mit einem Finger. Hat sich eigentlich irgendjemand darüber beschwert, dass ich dich habe die Fahrräder rauf und runter tragen lassen? Bisher habe ich noch nichts Leuten gehört. Okay. WeCycle, du hast einen Versandhandel, wenn du das mal kurz zeigst, so wird es geschrieben, einfach googeln, WeCycle, bist ganz oft in den Top 3 der Suchbegriffe bei Google, wenn man das eingibt, verkaufst Tausende von Fahrrädern über den Versand, ich sag mal nicht den Zeitraum, aber du hast einen stationären Handel, wir sind gerade in St. Wendel, auch hier demnächst hoffentlich wieder geöffnet. Dann unter natürlich allen Maßnahmen, aber man kann alle Fahrräder sichten im Internet. Da hast du es wahrscheinlich auch sortiert nach mit Motor, ohne Motor, Scott, Cube, was weiß ich. Genau, also wir haben zum einen natürlich unseren Webshop, was für uns jetzt der ganz klare Vorteil ist. Die Kunden können die Räder sehen, sie können die Verfügbarkeit sehen. Wir können Click und Collect anbieten, heißt also online bestellen, Abholung in der gewünschten Filiale, ob jetzt hier in St. Wendel oder in Riegelsberg. Wir haben da noch eine kleine Anpassung halt auch vorgenommen, damit es für den Kunden einfacher ist, auch ersichtlicher ist, wo er es dann abholen kann, auch für uns im Ablauf. Und das wird auch, die Akzeptanz dazu ist extrem groß, gerade auch regional gesehen. Wir bieten natürlich weiterhin telefonische Beratung per E-Mail etc., gar kein Problem. Und natürlich freuen wir uns, wenn wir dann auch direkt wieder live vor Ort dann sein können und wieder die anderen Bedingungen haben. Sehr schön. Also Rahmengrößen gibt es auch verschiedene? Rahmengrößen. Wir haben jetzt in dem Fall ein 17 Zoll, Rahmengröße M. Gibt aber auch natürlich wie bei den E-Bikes 19, 21, 23, da gibt es ein ganz weites Spektrum, weil es soll ja für jeden passend sein. Ja, Nico Ockenfels am 9. Wir haben den 9. Februar 2021 mit einem nicht motorisierten, und ich entschuldige mich für die miese Anmoderation mit Motor und nicht ohne Motor, aber wir haben jetzt, glaube ich, kaum Fahrräder gedreht ohne Motor und es ist wirklich mal Zeit, denn auch die Fraktion lohnt es, gefilmt zu werden. Tschüss. Ciao Sven.